Servus und herzlich willkommen zum neuen Video von Altblechkutscher Garage. In diesem Video geht es um, wie frieren wir uns hier im Winter maximal den Arsch ab. Ne, geht eigentlich um was anderes. Genau, da geht es um den zweiten Teil von unserem Kompressorumbau. Heute widmen wir uns den beiden Ölkühlern, die noch ins Fahrzeug müssen. So, damit wir uns jetzt die Positionierung vom Kompressorölkühler genau anschauen können, haben wir schon mal die Schürze abgenommen. Und jetzt werde ich noch das Nierenblech ausbauen. Da habe ich mich in der Vergangenheit immer sehr schwer getan, weil ich immer versucht habe, von vorne irgendwie die Clips zu erreichen oder sonst irgendwas, die hier hinten sitzen. Dabei gibt es da einen ganz einfachen Trick. Und zwar kann man da, wenn man die Haube aufmacht, durch diese Aussparung hier im Plastik vom Scheinwerfer mit einem langen Schraubenzieher durchfahren. Und ein bisschen fädeln, damit man durchkommt. Also man drückt mit dem Schraubenzieher hier durch das Loch, hier oben auf die Klammer, die das Nierenblech festhält. Dann sieht man hier hinter dem Blinker vorbei und dann zieht man entweder hier an der Seite, wenn die Schürze dran ist, oder wenn man die Schürze nicht mehr dran hat, hier unten an und dann kommt einem hier das Nierenblech schon entgegen. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch noch. Mal hier innen noch eine Schraube lösen. Der Clip hier. Dann diese zwei Gummistücke rausnehmen. Hier innen die zwei Klammern lösen. Wir haben jetzt den Vorteil, die Frontschürze ist nicht dran, darum kann man da einfach rumgreifen. So, jetzt haben wir das Nierenblech abgenommen. Wie man sieht, die zwei Klammern waren das, die man durch die Nierenstäbe durch runterdrücken muss. Und dann muss man nur noch hier oben die zwei großen, am besten mit so einem Plastikkeil aufhebeln. Die sitzen nicht fest, aber man muss sie einmal kurz anheben. Die sind da oben verrastet. Einmal hier und einmal hier. Und dann kann man das ganze Nierenblech abnehmen. So, wir schauen uns jetzt erst einmal an, wo wir den Kühler überhaupt positionieren. Man, so war es natürlich ganz einfach, aber das geht natürlich mit der Niere nicht. Das heißt, wir müssen den irgendwo da hinterhalb hinbauen. Ungefähr auf der Höhe war es ideal. Wir müssen aufpassen, es gibt hier nämlich genau ein Thema. Und zwar, der höchste Punkt von dem Ölkreislauf muss zwingend der Lader sein. Die sagen in der Anleitung, bis Mitte Lader ist der absolute Grenzwert, was man an der Höhe erreichen darf. Und wenn der Lader jetzt angenommen ungefähr auf dieser Höhe hier steht, dann müssen wir den ungefähr hier herein platzieren. Wir müssen keinen weiteren Kühler mehr unterbringen, außer den Ölkühler, aber der ist ja unterhalb. Das heißt, wir dürfen uns jetzt auch schon mal wieder überlegen, wie machen wir da überhaupt Halter hin. Weil das Ganze muss stabil sein und das Problem ist, im unmittelbaren Umfeld ist mal wieder nichts. So, wir haben uns überlegt, wie wir das jetzt machen. Wir gehen her, machen von da noch direkt gerade hoch einen Halter auf der drüben Seite und dann hängt der da perfekt da drin. Und ist er frei von irgendwelche Kollisionen mit anderen Geschichten. So, wir haben jetzt da schon mal eine Haltefläche angefertigt. Unser Plan ist jetzt, dass man die da unten quasi reinmacht, dann da abkantet und dann entsprechend oben halt an dem Blech festmacht. So, dann werden wir jetzt erstmal zwei Löcher da reinbohren, dass wir da quasi die verschrauben können. So, dann haben wir jetzt quasi angezeichnet, wo wir die Löcher einbringen müssen. Das Ganze könnte man jetzt einmal schön an. So, hier wieder ganz wichtig, drehende Teile, Handschuhe.
So, wir schauen uns das jetzt erstmal an, deswegen ist das da so locker verschraubt. Dass wir das da irgendwie reinbringen und müssen wir schauen, wo wir das dann oben schön festmachen können. Schauen, ob wir es überhaupt reinbringen. Und die Antwort lautet ja. Gerade so. Okay. Wir messen jetzt halt, wie viel das ist. Das ist 7. Reihe Unterkante, weil ich da jetzt schon durchschauen kann. Und genau um das verbinden wir es jetzt da um. Da war sie wieder, die menschliche Abkundung. Gut, passt. Dann müssen wir jetzt da oben Löcher einbringen, dass wir das anschrauben können. Gut, wir bauen jetzt das zusammen komplett, damit wir den dann neu halten können und anzeichnen können, wo wir das verschrauben werden. Aber weißt du, was das Schlimme ist? Wir haben erfolgreich den Akkuschrauber da reingebaut. Ja, das Schlimme ist, es funktioniert halt. Ja, das ist eigentlich das Schlimme. Man, weißt du, ich will schon immer mal so einen Bosch 18 Volt hinter einem neuen Luft in einem Wasserkühler zusammenbauen mit einem eingespannten Bohrer entmontieren. Und am besten macht man das alles in der Nähe von irgendwelchen Kühler, da wo es Maximum Damage geben kann. Wir müssen wir jetzt irgendwie wenden. Bitte wenden. So, Akku demontieren. Dann da hoch. Hier wenden. Akku wieder installieren. Und wenden in 3 Züge. Ja, und bohren in 17. Ja. Wahnsinn. Gut, wir haben jetzt da oben schon alles konserviert. Das heißt, wir nehmen jetzt da die Endmontage vor. Gut, die ganze Geschichte ist jetzt sogar richtig fest. Also da brauchen wir unten gar nichts abstützen. Das ist einwandfrei. Wir schrauben jetzt da gleich noch die Flansche oben hier. Wir richten jetzt die Flansche jeweils auf einer Seite aus. Festmachen tun wir es dann erst, nachdem der Schlauch oben drauf ist. Hintergrund ist, wir möchten den Tank auf die linke Seite bringen. Der Lader ist eh rechts. Von dem her bietet sich das dann relativ gut an, dass wir das da durchleiten. Also was jetzt gerade passiert, wir überlegen jetzt gerade, wo wir diesen Tank hinmachen. Das Problem ist das, also es gab jetzt mehrere Möglichkeiten, was wir machen können. Vorher gerade gesagt, aus dem Kühler gehen wir rechts und links raus. Dann würde man den Behälter da sauber da drüben irgendwo unterbringen. Das Problem ist, da gibt es halt meilenweit nirgendwo einen Anschraubpunkt, den man irgendwie recyceln könnte oder ähnliches. Ganz viele bauen es auch darüber, aber bei uns ist halt da das Problem, da ist eh schon so voll. Ungefähr auf dieser Höhe wird dann irgendwann mal der Lader sitzen. Dann müssen wir die ganze Ansauggeschichte noch vorbeibringen, dann müssen wir noch für die ganze laue Luftverrohrung müssen wir da auch noch rumbringen. Also das ist irgendwie alles ziemlich eng. Gut, die Geschichte hier wird wegfallen, aber trotzdem. Hier passt er nicht rein, weil dann nämlich hier der Falz vom Innenkopfflügel beziehungsweise von der ganzen Domgeschichte hier alles eh grundsätzlich im Weg ist. Also das ist auch irgendwie blöd. Da herüben wäre halt von der Positionierung her und vom Platz allein schon her einfach die sauberste Version.
Da hat man halt, sag ich mal, den Nachteil, dass man dann vom Tank herüben durch den Ölfilter, also durch den Filter aus dem Kreislauf, rüber auf die andere Motorraumseite muss in den Lader wieder rein. Das heißt, man muss wieder eine Leitung quer durch den Motorraum legen. Gut, wir haben uns jetzt ausgedacht, wie wir das Ganze lösen möchten. Ich erkläre es kurz mal grob, das seht ihr dann, wenn wir soweit sind. Der Halter soll so hier drauf. Der Halter soll ungefähr auf dieser Höhe sein. Dann bringen wir den Kanister da schön unter. Und dann müssen wir hier quasi ein Blech bauen, was hier abstützt, dass das eigentlich mehr sich so verwendet. Aber das zeigen wir euch gleich. Gut, wir haben jetzt da schon den Halter soweit. Das ist einfach ein 90 Grad Stück. Und unser Plan ist jetzt, dass wir mit diesen Dreiecke da das hier einmal einschweißen, beide Seiten, dass das stabil ist. Und dass wir dann hier, da jeweils Löcher bohren, um das einmal so drauf zu machen und die obere Seite quasi einmal so drauf machen, dass das eine relativ stabile Geschichte ist, dass das nirgendwo hin kann. Und deswegen schweißen wir das jetzt. So, das soll am Ende des Tages hierher kommen. Und das ist nämlich schön fixiert. Da zeichnen wir uns jetzt noch schnell die Löcher an. So, es ist mal wieder deutlich spät geworden, aber der Ölbehälter, der ist jetzt drin. Und das Schöne an der Sache ist, durch den Halter, der ist jetzt da ultra stabil drin. Also da passiert erstmal gar nichts. Da muss man schon wirklich mit viel Gewalt hinarbeiten, dass da, sage ich mal, sich was bewegt. Genau, so nächste Steps sind jetzt, dass wir hier die ganzen Ölleitungen machen. Deswegen haben wir da den Abgang ja schon auf die eine Seite hier rüber gelegt. Das heißt, wir müssen dann den anderen da rüberlegen. Ja, damit wir den Kompressor und die Halteplatte montieren können, müssen wir uns erstmal ein bisschen Platz verschaffen und die Dinge, die nachher nicht mehr im Auto sein werden, demontieren. Luftfiltergassen, Luftmassenmesser, Faltenbalg, ja, die Kühlung von der Lichtmaschine müssen wir uns nachher anschauen, wie man das dann umsetzt. Und damit legen wir jetzt los. Weißt? Er ist die Raucherecke. Ich bin hier.
Gut, wir haben jetzt den Lader initial einmal montiert. Was auf alle Fälle auffällt, das Ladegehäuse, Druckabgangsseite ist natürlich saublöd. Das müssen wir ummontieren, dass es da nach unten weist. Und in dem Zug können wir gleich die andere Riemenscheibe noch verbauen. Das werden wir uns mal anschauen, weil nämlich da die Freigängigkeit am Kühler mehr oder weniger ja, nicht so optimal ist. Und wenn wir eine kleinere Riemenscheibe für mehr Leistung fahren wollen. Gut, das Gehäuse passt jetzt hier viel besser hin. Das heißt, wir müssen jetzt dann da mit der Ladeluft da runter gehen und zu unserem Anschlussrohr kommen. Da dürfen wir uns Gedanken machen, wie wir dann da die Frischluftseite reinbringen. Und dann müssen wir ein Bonus-Feature noch irgendwann da die kalte Ladeluft auch noch bis da irgendwie reinbringen. Das wird da ziemlich eng. Aber jetzt bauen wir erst einmal die Riemenscheibe noch um. Wir tauschen das jetzt durch die kleinere Riemenscheibe. Man sieht ja schon, da ist schon ein leichter Unterschied. Und dazu muss jetzt erstmal dieser Aufkleber raus. Gut, und jetzt haben wir noch das Thema, wir müssen hier unser Werkzeug bauen, um dagegen zu halten, um diese Imbus hier aufzumachen. Weil mit Festhalten ist hier nicht. Das Gute ist, wir haben jetzt kein Spezialwerkzeug bauen müssen, wir haben bloß ein bestehendes leicht verbiegen müssen. Ja, fest. Nicht mehr anlangen. So, und jetzt ganz wichtig. Gut, wir haben jetzt dann extra die kleine Riemenscheibe montiert, dass wir da natürlich mehr Freigängigkeit haben. Hat natürlich jetzt nichts mit höherer Ladedrehzahl zu tun, sondern geht natürlich rein um die Freigängigkeit hier. Gib mir bitte einen ernsten Blick. Gut, wir bauen jetzt in den Kompressor mal die ganzen Hohlschrauben rein, damit wir uns um hier die Ölzuführung kümmern können. Gut, wir haben jetzt das Thema, das ist Eingang, und mit der Eingangsgeschichte müssen wir über den Filter bis ans Ölfiltergehäuse, was natürlich auf der drüberen Seite ist. Das ist natürlich in dem Sinne jetzt ein bisschen unglücklich für uns, aber wir wollten es nach wie vor da drüben haben, weil es hier nachher ziemlich eng zugehen wird. Also wir machen uns jetzt gerade über die Gedanken über die Verlegung der Ölleitungen. Wir haben jetzt die Zulaufleitung zum Kompressor und da hinter diesem Nierenblechträger versteckt. Das fixiere ich jetzt aber einfach mit einem Kabelbinder, sonst die dann nicht die ganze Zeit rausfliegt. Wie man sieht, die Leitung liegt jetzt da einfach dahinter. Und die Ausgangsleitung vom Kompressor muss praktisch hier oben in den Kühler rein, geht durch den Kühler auf der anderen Seite raus und geht dann hier hinten ums Eck wieder zum Reservoir. Wir haben jetzt noch das Thema, wir müssen den Ölfilter da noch rein integrieren. Wichtig, das Ding hat eine Flow-Richtung. Das Thema ist das, der muss gut zugänglich sein, weil Ölwechsel alle 2 Jahre oder ich glaube irgendwas 70.000 oder 80.000 Kilometer. Auf alle Fälle ist die Zeit eher so das, was einen eher erwischt. So, der wird jetzt am Ende des Tages dann hier sitzen. Den machen wir jetzt da erstmal fest.
So, und damit ist der richtig schön hier integriert, der bewegt sich nirgendwo hin. Und man hat einen ganz einfachen Zugang, falls man einen Ölwechsel macht. Wir müssen jetzt da noch die Leitung von unten raus da anstecken und dann kann man da unten schön weiter wieder zurückgehen. Props gehen raus an diese Schere. Alter, die Schere war überrascht, der Flo war überrascht und ich war überrascht. Gut, wir machen jetzt da ein bisschen Silikonspray hier, dass das Initial einmal besser drauf hupft. Gut, zweit. Jetzt hat er. Gut, damit wir die Seiten jetzt abschließen, gehen wir jetzt daher, schließen da einen Rücklauf an, gehen da unten an den Kühler hin und dann ist die Seite schon mal soweit fertig. Wenn ihr das auch so machen wollt, dass ihr auf der Beifahrerseite hier den Ölfilter und den Öltank anbringen möchtet, denkt unbedingt dran, zweimal das Anschlusskit zum Bestellen, weil euch sonst die Schlauchlänge nicht reicht. Gut, wir müssen uns das Leben hier nicht schwerer machen als es ist. Wir bauen die Anschlüsse heraus zusammen und schrauben es dann drauf. Die Schelle nicht vergessen, das ist wie beim Löten. Da stellt man nämlich auch immer danach fest, nachdem es zusammengelötet ist, dass man den Schrumpfschlauch vergessen hat. Was wir jetzt noch machen, wir werden bei der Durchführung hier noch Kantenschutz anbringen. Das ist einfach deswegen, dass die Leitungen nicht durchgescheuert werden. Gut, wir sind jetzt da soweit durch mit dieser Geschichte. Filter, Ölbehälter, alles sauber integriert. Alles so unten schön da durchgelegt. Originale Abdeckung passt auch wieder. Es soll ja alles so aussehen, als würde es sich so gehören. Ja, drüben sind wir also weit fertig. Dann machen wir die finalen Anschlüsse aber erst, wenn die Ladeluftverrohrung an den Kompressor abgeschlossen ist. Die seht ihr dann in der nächsten Episode.